Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal rund um das Thema Hero Quest und anderen Fanmade-Projekten. Ich bin der Markus, der Dungeon Master, und heute wollen wir uns mal ein paar Boxen von Shadow Quest anschauen. Wir haben hier zum einen die Box Eldran, dann Drogma und zu guter Schluss Alistair. Ich hoffe, oder Alistair, ja, ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen einfach mal rein, wie die Boxen aufgebaut sind, was alles enthalten ist, was für eine Qualität die Boxen haben und die Miniaturen und die Karten natürlich da drin. Und ja, wo es das Ganze natürlich noch zu erwerben gibt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und wir fangen als erstes an mit Eldran, und zwar der Priester des zweifachen Pfades. Hero Collection. Hero Collection ist genauso aufgebaut wie die Original Hero Collection auch von Avalon Hill. Also von daher ist das jetzt nichts Spektakuläres mehr. Haben wir ja mittlerweile schon zuhauf gesehen, auch von anderen Anbietern. Banderole. Und hinten haben wir noch einmal die beiden Heroen drauf und nochmal ein Inhaltsverzeichnis, 2 Miniaturen, 6 einzigartige Fähigkeitskarten, 2 neue Waffen, ein 9-seitiges Büchlein, das Eldrans Geschichte beinhaltet. Gut, und dann schauen wir mal rein, was wir da alles haben. Zum einen natürlich dieses schöne Büchlein. Gucken, ob der Autofokus hier mitspielt. Und ja, da kann man sich dann über die Geschichte von Eldran erkundigen, beziehungsweise ein paar neue Informationen zu bekommen. So, dann haben wir einmal Eldran der Dunkle und Eldran, je nachdem, welchen man hier spielen möchte. Die Werte sind bei allen gleich, außer die Körperkraft und Intelligenz. Die ändert sich, je nachdem, welchen Hero ihr spielen möchtet. Und bei der Startwaffe hat einmal Eldran den Stab der Morgenröte und beim Eldran der Dunkle hat das Zepter der schwarzen Flamme. Schauen wir kurz die Karten an. Fangen wir mal mit der hellen Seite an sozusagen. Das Gummi müssen wir natürlich abmachen. So, einmal Eldran. Kurz den Erklärungstext. Wenn ihr euch den durchlesen möchtet, dann haltet kurz das Video an. Dann haben wir 3 Fähigkeitskarten. Schild des Glaubens, Heilendes Gebet und der Heilige Donner. Als Ausrüstungskarte natürlich den Stab der Morgenröte. Das war einmal, ich nenne es jetzt einfach mal die helle Seite. Und nun kommen wir zum Eldran der Dunkle. Auch nochmal hier ein Erklärungstext, wie wir es ja von allen Heroen kennen. Als Ausrüstungskarte haben wir hier den Zepter der schwarzen Flamme. Als Fähigkeitskarten haben wir hier Dunkles Mal, Opferung und geheimnisvolles Murmeln. Was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, war die Rückseite von Eldran dem Dunklen. Und hier von Eldran. So viel zu den Karten. Jetzt schauen wir uns noch die Figuren an. Zum einen Eldran. Gucken wir mal, wie wir das hier in Szene gesetzt bekommen. Ich hoffe, man kann es erkennen.
Ein paar Reste hier drauf, vom Drucken wahrscheinlich. Hier so eine kleine Aussparung, aber okay. Ja. Das war die helle Seite sozusagen. Und jetzt kommt Eldrand, der dunkle. Schön mit dem Umhang oben drauf. Auch so ein paar Löcher drin von den Kämpfen. Genau. Relativ stabil der Stab, das passt. Gut. Ja, das war Shadow Quest Eldrand. Kommen wir nun zur nächsten Box. Gut, kommen wir nun zur nächsten Box. Shadow Quest Alistair, der Zwielicht-Alchemist Hero Collection. Und da weiß man natürlich gleich, um was es geht, was für einen Heroen hier wir drin haben. Inhalt: eine Charakterminiatur, 3 Fertigkeitskarten und eine neue Waffenkarte. Das Lied von Schnabel und Dampf. Erlösung ist kein Wunder, sie ist eine Formel. Ja, schön. Gut, und dann schauen wir auch hier mal rein. Ist dann ein bisschen kleiner, die Box. Erst ist wieder eine schöne Karte, wie wir sie natürlich kennen. Aus, natürlich auch noch falsch rum. Auch sehr schön gemacht. Kann sich jeder mal gerne durchlesen. Dann haben wir hier dieses Inlay. Bisschen Pappe. Die Karten. Als erstes natürlich die Charakterkarte mit einem Angriffswürfel, mit 3 Verteidigungswürfeln, 6 Körperkraft und 3 Intelligenz. Bewegung 2 rote Würfel, Waffe Dolch und Weihrauchfass. Ja, und drunter steht noch: Wirf 1 zusätzlichen W6 beim Angriff. Bei einer 5 oder 6 erzielst du einen zusätzlichen Totenkopf, der nicht verteidigt werden kann. Ja, das hört sich doch nicht verkehrt an. Du bist Sanitäter, ein Experte für Krankheiten und Seuchen. Ja, der hat auf jeden Fall noch gefehlt bei uns im Hero Quest System. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben dann eine Ausrüstungskarte hier und 3 Fähigkeitskarten. Hier ein bisschen rein, damit ihr das seht, wie es aussieht. Und folgende Fähigkeiten haben wir hier: regenerierende Dämpfe. Dann einmal die Pest. Ein letzter Versuch. Und natürlich, wie soll es anders sein, als Ausrüstungsgegenstand das Weihrauchfass. Das waren die Karten. Und jetzt schauen wir uns noch die Figur an. Oh, sehr filigran mit dem Weihrauchfass. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Mal ein bisschen hinten. Gucken wir mal, wie stabil das ist. Oh ja, es hängt noch gut dran, aber ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, und das ist der Hero. Oben nochmal Alistair, der Alchemist. Das war jetzt ein bisschen eine kleinere Packung. Nehmen wir mal wieder hier rein. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Hero Collection von Shadow Quest, und zwar Drogma.
Und Drogma kommt in dieser schönen Box daher, der Rebellenorg. Für mich jetzt erstmal so die interessanteste Box von den dreien, die wir jetzt hier liegen haben. Da bin ich besonders gespannt. Was haben wir hinten drauf stehen? Wieder den Inhalt der Box. Die Drogma Miniaturfigur, 5 Spielkarten, 3 Fähigkeitskarten, eine neue Waffenkarte und eine neue Charakterkarte. Okay, dann haben wir mal die Banderole ab. Ja, sieht schon gut aus hier. Ich habe auch schon Discord, auf meinem Discord-Server habe ich schon gesehen, dass einige den auch schon gespielt haben und ganz gute Erfahrungen damit erzielt haben, so wie ich das gelesen habe. Ich hatte jetzt noch selbst keine Erfahrungswerte. Ich habe noch keinen von den dreien gespielt. Ja, wie gesagt, wenn ihr die Boxen bei euch habt und einen von den dreien schon live getestet habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Setting bzw. auch die Werte von den einzelnen Figuren findet. So, was haben wir denn hier? Als erstes wieder eine kleine Karte, die uns etwas wahrscheinlich über Drogma erzählt. Dann haben wir hier die Flucht des rebellischen Orks. Was haben wir hier? Jetzt muss ich mal kurz reinschauen, bevor wir hier irgendwas spoilern. Ja, das ist eine kleine Herausforderung, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte. Die liegt also auch noch mit dabei. Könnt ihr dann spielen. Das ist die Box hier vom Inlay. Und dann kommen wir zu den Karten. Auch hier wieder Org-Fähigkeiten. Das Ganze 3-mal. Eine Ausrüstungskarte und einmal die Heldenkarte. Und damit fangen wir an. 2273 sind die Werte. Und als Startwaffe haben wir die Axt der Rebellion. Startrüstung keine. Natürlich wieder ein Text, wie es bei allen Heroen der Fall ist. Dann haben wir als Ausrüstungskarte die Axt der Rebellion, die uns gegen Orks nochmal einen zusätzlichen Angriffswürfel entsprechend zur Verfügung stellt. Oder man kann 2-mal Angriffswürfel werfen, auch nicht schlecht. Du kannst 2 Angriffswürfel werfen, okay. Okay, ja. Wenn du sie benutzt, kannst du 2 Angriffswürfel werfen, kann nur vom Rebellenorg benutzt werden. Gegen Orks würfelst du einen zusätzlichen Angriffswürfel. Also gegen Orks hat man da, wie gesagt, einen Vorteil. Dann haben wir Fähigkeiten, den bestialischen Angriff, schmerzhafte Erinnerung und die Klinge der Reue. Klassische Titel hier. Okay, und dann kommen wir zu guter Letzt zu der Figur. Bis jetzt alle Figuren ganz geblieben. Das ist ja auch nicht immer so der Fall, ne? Bei dem ganzen Transportwegen heutzutage. Und dann schauen wir uns die mal an hier. Gucken, wie wir die gut in den Fokus kriegen. So wahrscheinlich, ja. Ja, da hat man auf jeden Fall beim Malen, Anmalen auf jeden Fall auch Spaß. Viele Details, die hier mit beachtet werden sollten. Axt hängt fest dran. Okay, das passt soweit. Ja, das war Drogma, unser Rebellenorg. Jetzt sind wir soweit durch mit den 3 Boxen und dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende des Videos. Das waren sie nun, die 3 Helden oder neuen Boxen, Hero Collections von Shadow Quest. Die gibt es auch schon ein bisschen länger. Ich bin ein bisschen hinten dran, sorry dafür. Aber ja, ich habe auch noch ein Leben neben YouTube und da muss man manchmal schauen, wann man was wie verpackt. Ich habe mal geschaut, ob es die Boxen aktuell noch zu kaufen gibt, denn schlussendlich hat der Carsten die erste Sammelbestellung, ich glaube so vor einem halben Jahr gemacht und wird keine zweite Sammelbestellung durchführen, denn müsst auch wissen,
Wenn da nicht genug Anfragen kommen zu den einzelnen Boxen, dann lohnt sich das einfach nicht, da eine Sammelbestellung noch mal ins Leben zu rufen. Gerade weil, ja, Carsten da halt auch sehr viel Arbeit mit hat und, da müsst ihr ihn auch verstehen, dass er natürlich nicht wegen vielleicht jetzt 10 oder 15 Boxen da anfängt, eine Sammelbestellung durchzuführen. Von daher müsst ihr mal auf Etsy gucken, da gibt's Shadow Quest. Aktuell habe ich gesehen, gibt's nur den Drogma zu kaufen. Ich weiß nicht, ob die anderen noch produziert werden, beziehungsweise ob da irgendwann jetzt was nachkommt. Ich packe euch den Link mal unten in die Videobeschreibung, ist kein Affiliate-Link, einfach nur ein Hinweis und dann müsst ihr mal gucken. Ich glaube, aktuell kostet die Box 35 €. Drogma ist jetzt von den dreien jetzt auch mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Zur Qualität will ich noch ein, zwei Wörter bringen, denn die Figuren sind soweit okay. Die sind in Ordnung, die gefallen mir, auch sehr detailreich. Die Karten auch super, da gibt es nichts zu meckern. Was ich so ein bisschen zu beanstanden habe, sind die Boxen. Die gefallen mir jetzt nicht ganz so sehr. Und zwar nicht vom Layout, sondern einfach von der Verpackung, vom Inhalt, ähm, von Aufnahme der Figuren. Also, was heißt, es gibt ja keine Aufnahme, sind ja einfach nur reingelegt. Und, ja, das ist jetzt einfach nicht ganz so schön gelöst. Die haben auch viel Spiel innen drin, diese Pappkartons. Das haben wir definitiv schon besser gesehen bei Epic Quest oder For the Quest oder natürlich bei, Rainer und, Mountain Bird. Da ist es ja noch mal 'n ganz anderes Level. Ja, von daher, da könnte man, denke ich mal, noch mal 'n bisschen was verändern bei den Boxen. Ansonsten, ja, ich habe im Discord bei mir schon gelesen, dass jemand, nach Drogma noch mal nachgefragt hat, beziehungsweise Erfahrungswerte beim Spielen waren und da scheint das gut angekommen zu sein. Und wie gesagt, wenn ihr Erfahrungswerte von einem von den dreien Helden hier habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, meine Freunde, das war im Schnelldurchlauf die Shadow Quest Hero Collection Reihe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen in Richtung der Nordlande da. Der Barbar freut sich mit euch. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo hier und aktiviert die Glocke, um keine zukünftigen Videos über Hero Quest und Fanmade-Artikel und Hero Collections und was weiß ich, was es noch alles da im Hero Quest Universum gibt, zu verpassen. Ich sehe euch im nächsten Video. Bis dahin macht's gut, haut rein. Ciao.